Was ist Ihre größte Schwäche? Guten Morgen, Herr Antrim. Mein Name ist David Hasselhoff. Schön, Sie zu treffen, Herr Hasselhoff. Nehmen Sie bitte Platz. Wie Sie wahrscheinlich wissen, wollen wir diesen Praktikumsplatz so schnell wie möglich besetzen, da wir leider eine kurzfristige Kündigung hatten. Können Sie mir etwas über Ihren Lebenslauf erzählen? Ich habe Deutsch als Zweitsprache an der Eastern Illinois University studiert, mein Praktikum an einer Highschool in den USA gemacht und einen Sommerkurs an der Humboldt-Universität belegt. Seit 2009 unterrichte ich Deutsch als Zweitsprache an einer anderen Highschool in den USA. Wohnen Sie jetzt in Deutschland? Ich suche zurzeit eine Wohnung in Berlin und ich wohne in einem Hotel, bis ich eine bekomme. Was wissen Sie bereits über unsere Firma? Sie unterrichten Deutsch als Zweitsprache, besonders für Ausländer und Asylbewerber. Sie haben Schulen in 15 Städten, die über Deutschland verteilt sind. Und es gibt auch eine Online-Option. Warum wollen Sie bei uns arbeiten? Ich möchte anderen Menschen die deutsche Sprache beibringen und ich glaube, dass Ihre Firma einen tollen Dienst anbieten. Was sind Ihre größten Stärken? Meine Leidenschaft für die deutsche Sprache bringe ich mit mir in den Unterricht. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Schüler wissen, dass der Lehrer nicht nur die deutsche Sprache kann, sondern auch liebt. Mit dieser Leidenschaft kann ich Deutsch mit Spaß beibringen. Wenn man Spaß dabei hat, lernt man nicht nur schneller, sondern auch leichter. Was ist Ihre größte Schwäche? Ich bin manchmal zu detailorientiert. Wenn ich ein Projekt beginne, will ich alles perfekt machen. Manchmal bedeutet das, dass ich mir mein Projekt nie als fertig vorstelle. Ich verpasse niemals einen Termin, aber ich denke immer danach daran, was ich machen könnte. Ich habe manchmal Probleme, mir die Namen zu merken, wenn mir neue Leute vorgestellt werden. Um mir die Namen von meinen Schülern zu merken, muss ich so für eine Prüfung lernen. Ich mache Lernkarten mit Fotos von den Studenten und wiederhole sie vor dem Unterricht. Ich arbeite ständig. Wenn ich bei der Arbeit bin, arbeite ich. Aber wenn ich zu Hause bin, denke ich immer noch an die Arbeit. Alles, was ich mache, erinnert mich an die deutsche Sprache und wie ich sie meinen Schülern beibringen kann. Manchmal denke ich entspanne nicht genug. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Ich möchte so vielen Menschen wie möglich die deutsche Sprache beibringen. Wenn ich das mit Ihren Firma noch in 5 Jahren erreichen kann, sehe ich mich in 5 Jahren hier. Unterrichten macht mich glücklich. Es freut mich, wenn die Schüler etwas, das sie schwierig finden, endlich verstehen und ich diesen Aha-Moment mit ihnen teilen kann. Wenn wir Sie einstellen, wann könnten Sie anfangen? Ich könnte Ihnen ab dem 9. März zur Verfügung stehen. Ich habe heute keine anderen Fragen. Haben Sie vielleicht Fragen an mich? Wie lange hat der Vorgänger in dieser Position gearbeitet? Er fing 2005 an und verließ unsere Firma aus privaten Gründen. Können Sie mir einen typischen Arbeitstag für diese Stelle beschreiben? Diese Stelle hat viel Flexibilität. Es kommt darauf an, wie viele Schüler Sie haben, ob Sie Gruppenstunden oder Privatstunden unterrichten und einige andere Dinge. Normalerweise beginnt der Tag um 8 Uhr. Sie haben 1 Stunde oder manchmal 2, um alles für den Tag oder die Woche zu planen. Danach können Sie Ihrem eigenen Stundenplan folgen. Das Büro bleibt bis 8 Uhr abends offen und Sie können so spät unterrichten, wenn Sie wollen, aber Sie werden niemals dazu gezwungen werden. Wie lange dauert bei Ihnen die Probezeit? 6 Monate, aber die Lehrer werden alle 2 Monate von den Schülern und den Vorgesetzten bewertet. Wenn die Bewertung eines Lehrers zu niedrig ist, haben wir eine Sitzung mit dem Lehrer. Wenn man 3 niedrige Bewertungen hat, wird der Lehrer entlassen. Danke. Ich denke, ich habe erstmal keine weiteren Fragen. Okay, wir werden Ihnen vor Ende dieser Woche unsere Entscheidung mitteilen. Dankeschön, Herr Hasselhoff. Es war mir eine Freude, Sie zu treffen und ich freue mich auf den Anruf. Gleichfalls. Ich begleite Sie hinaus.